Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Wir haben schon wärmere Temperaturen in der Stadt. Die ersten Spuren des kommenden Frühlings sind schon zu sehen. Die Sonne scheint draußen. Es ist viel wärmer geworden. Ich rechne mit dem richtigen Frühling erst Anfang März. Dann gibt es noch wärmere Temperaturen und der Schnee beginnt allmählich zu tauen. In diesem Video möchte ich euch einige Nachrichten gerne vorstellen. Hoffentlich werden sie euch interessant sein. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse. Es gibt auch sehr viele regionale Nachrichten, aber die sind nicht so interessant. Ich versuche in meinen Videos nur solche Ereignisse zu beleuchten, die das ganze Land betreffen. Also wenn ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Kontrolle über das Internet. Russland verschärft die Kontrolle über das Internet. Mehrere internationale Plattformen stehen unter zunehmendem Druck. Am 10. Februar verschwand die Domain von YouTube aus den DNS-Servern der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor. Einen Tag später war dort auch die Domain von WhatsApp nicht mehr gelistet. Berichte deuteten darauf hin, dass eine vollständige Sperrung möglich sei. Experten vermuten technische Gründe. Die von Roskomnadzor eingesetzten Kontrollsysteme arbeiten offenbar an ihrer Kapazitätsgrenze. Eine gleichzeitige Einschränkung von YouTube, Telegram und WhatsApp könnte die Infrastruktur überlasten. Gleichzeitig wurde eine Verlangsamung von Telegram angekündigt. Roskomnadzor begründete dies mit nicht behobenen Verstößen gegen russische Gesetze, unter anderem im Bereich Datenschutz, Betrugsbekämpfung und Extremismusprävention. Weitere Maßnahmen seien möglich. Der Kreml erklärte, WhatsApp könne bei Dialogbereitschaft und Einhaltung russischer Gesetze weiterarbeiten. Telegram-Gründer Pavel Durov kritisierte die Einschränkungen und betonte das Recht auf Meinungsfreiheit und Privatsphäre. Ein Antrag von 17 Duma-Abgeordneten zur Überprüfung der Telegram-Beschränkungen scheiterte am 11. Februar im Parlament. Bereits Ende November hatte Roskomnadzor eine mögliche vollständige Sperrung von WhatsApp in Aussicht gestellt. Schon im Oktober und August waren Anrufe und einzelne Funktionen von WhatsApp und Telegram eingeschränkt worden. Telegram war schon einmal blockiert, von April 2018 bis Juni 2020. Die Sperre wurde aufgehoben, nachdem das Unternehmen Maßnahmen zur Bekämpfung extremistischer Inhalte eingeführt hatte. Auch andere Plattformen sind betroffen. Am 3. Dezember 2025 wurde Roblox wegen extremistischer Inhalte und Verstößen gegen russische Vorschriften blockiert. Trotz eingeführter Altersverifikation bleibt die Plattform gesperrt. Ein Gerichtsverfahren läuft. Im Dezember wurde außerdem FaceTime blockiert. Zuvor war der Zugang zu Snapchat eingeschränkt worden. In der zweiten Hälfte 2024 wurden Signal, Discord und Viber gesperrt. Im Sommer 2024 kam es zu massiven Störungen bei YouTube. Rostelekom verwies auf technische Gründe. Google widersprach. Roskomnadzor hatte YouTube zuvor zur Entfernung rechtswidriger Inhalte aufgefordert. Bereits 2022 wurden Twitter, Facebook und Instagram blockiert. Patreon und SoundCloud folgten später im selben Jahr. LinkedIn ist seit 2016 gesperrt, wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Datenspeicherung in Russland. Damit setzt Russland seinen Kurs fort, die Kontrolle über digitale Plattformen im Land weiter auszubauen. Zug nach Manjuli wieder in Betrieb. Die russische Eisenbahn RŽD nimmt im März 2026 den internationalen Zug zwischen Sabaikalsk und Manjuli wieder auf. Die Strecke war seit Februar 2020 wegen der Pandemie unterbrochen.
Ab 6. März ab Irkutsk und 7. März ab Chita können Reisende ohne Umsteigen nach Manjuli fahren. Die Züge verkehren zweimal pro Woche, mittwochs und sonntags, und die Fahrt dauert etwa 25 Minuten. Der Ticketverkauf startet in Kürze. Buchungen sind bis 60 Tage vor Abfahrt möglich. Seit 15. September 2025 gilt zwischen Russland und China ein visafreier Reiseverkehr für russische Bürger. Vor der Pandemie war Manjuli ein beliebtes Ziel für Einkauf und Erholung für Bewohner aus Ostsibirien und Transbaikalien. Heute zieht die Stadt auch chinesische Touristen an, die russisches Flair erleben möchten. Sabaikaisk liegt an der Grenze zu China, 486 Kilometer von Chita entfernt. Dort befindet sich der größte russisch-chinesische Grenzübergang mit Straßen- und Bahnverbindung. Die Entfernung zwischen Sabaikaisk und Manjuli beträgt etwa 15 Kilometer. BMW für Russland. Die Einwände des Konzerns BMW gegen den Export von Fahrzeugen aus China nach Russland werden nach Einschätzung von Experten keine wesentlichen Auswirkungen auf den russischen Automarkt haben. Der Automobilexperte Igor Morscharetto erklärte, jedes Unternehmen habe das Recht, selbst zu entscheiden, ob es seine Fahrzeuge in einem bestimmten Land verkauft oder nicht. Ein Rückzug vom russischen Markt könne jedoch bedeuten, diesen möglicherweise dauerhaft zu verlieren. Seiner Ansicht nach haben zahlreiche Premium-Marken aus China die frei gewordene Marktposition bereits eingenommen. Zudem prüfen einige dieser Hersteller bereits die Möglichkeit, Fahrzeuge direkt in Russland herzustellen. Morscharetto betonte außerdem, dass sich die Haltung von BMW ausschließlich auf Neuwagen bezieht. Gebrauchtfahrzeuge können weiterhin privat nach Russland eingeführt werden. Auch der Automobilexperte Maxim Kadakow ist der Meinung, dass BMW keine wirksamen Mittel habe, um Druck auf chinesische Partner auszuüben. Reale Einflussmechanismen stünden dem Unternehmen faktisch nicht zur Verfügung und Verbote gegenüber chinesischen Partnern wären wirtschaftlich zu kostspielig. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der deutsche Konzern BMW seine chinesische Einzelhandelssparte angewiesen, sich kategorisch gegen den Export von Fahrzeugen nach Russland zu stellen. Gleichzeitig räumte der Autobauer ein, dass BMW-Fahrzeuge weiterhin über Kanäle des Parallelimports nach Russland gelangen. Rückkehr der westlichen Firmen. Westliche Marken werden nach Russland zurückkehren. Das erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskov. Seinen Worten zufolge sei die Rückkehr ausländischer Unternehmen unausweichlich. Allerdings erst dann, wenn der politische Druck seitens der westlichen Regierungen nachlasse. Derzeit würden wirtschaftliche Entscheidungen zunehmend politisiert und oftmals zum Nachteil der betroffenen Unternehmen getroffen. Er betonte zudem, dass jede Volkswirtschaft grundsätzlich an ausländischen Investitionen und einer breiten Produktvielfalt interessiert sei. Wettbewerb und Angebotsvielfalt führten zu höherer Qualität und günstigeren Preisen. Nach Einschätzung des Kremls ist die Rückkehr westlicher Marken daher lediglich eine Frage der Zeit und der politischen Rahmenbedingungen. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf eure Fragen und freundliche Kommentare. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und schönes Wochenende noch. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.